Reichtum hat nichts mit Geld zu tun. Ach, ja. Wie siehst du das, schöne Seele? Ist für dich Geld, Reichtum, Fülle, Überfluss wirklich ganz eng an Geld gebunden? Oder ist das eher ein Zustand für dich? Ich habe im Rahmen mit der Buchhandlung, dem Seminarzentrum im Licht, ein sehr spannendes Channeling diesbezüglich gemacht und da haben so viele Menschen so wunderbar mitgestaltet, indem so viele Fragen da eingegangen sind. Wir haben diese ein bisschen zusammengefasst und uns über ganz viele Bereiche unterhalten. Und eines davon ist eben das Bewusstsein, wie Reichtum aus Sicht der geistigen Welt gesehen wird und wie wir das in unserem Leben verstärkt auch anziehen können, sprich uns energetisch auf Fülle und Reichtum einlassen können, aber was das eben überhaupt bedeutet. Ich möchte dir jetzt gerne einen Einblick von diesem Channeling hier auf YouTube mitgeben. Ich wünsche dir damit viel Vergnügen und freue mich über eine liebevolle Kommunikation unterhalb von diesem Video und bitte teile es gerne mit deinen Lieben, auf dass auch sie ein neues Verständnis von Reichtum, Fülle und so weiter erlangen können. Viel Vergnügen und danke fürs Zuschauen. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele. Was für eine Freude bedeutet es mir. Ich bin Saint-Germain und mit mir ist Lilith. Und der Raum, in welchem du dich befindest, ist ganz schön erfüllt. Erfüllt von großartigen Energiequalitäten, die gekommen sind, um den Moment mit dir zu teilen. Ich spreche von deinem geistigen Team und das sind viele. Hinzugekommen sind heute besonders auch ein paar deiner Ahnen, denn in ihnen schwingt ja zum Teil eben auch noch Mangel oder Füllequalität, die sich in deinem Leben prägend auswirkt und dementsprechend ist es also ganz schön voll da, wo du bist. Und wenn wir uns jetzt noch zusammen in diesen virtuellen Raum begeben, dann ist es ein sehr, sehr großer Saal, eine große energetische Kraft, die heute Abend entsteht. Denn Fülle geschieht durch alle Zeiten hindurch. Und es ist wichtig, dass du verstehst, dass es Leben gibt, die du jetzt gerade führst, denn es gibt nur das Jetzt in diesem Sinne, auch wenn du sie als vergangene Leben bezeichnen würdest. Aber diese Leben, diese Energiequalitäten, die existent sind, da gibt es welche, die leben jetzt in absoluter Armut. Und dann gibt es die andere Seite, da leben Aspekte von dir in vollstem Überfluss und Fülle. Es ist also alles da, im Vergangenen wie im Zukünftigen, wie du das nennen würdest, und gleichzeitig eben auch in deinem jetzigen, gegenwärtigen Sein. Und die Frage ist, worauf legst du den Fokus? Und diesen Fokus wollen wir heute ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und es dir ermöglichen, überhaupt zu wählen. Denn oftmals ist es so, dass ihr euch über vieles, das im Leben geschieht, noch keine Gedanken gemacht habt, zumindest im Sinne von Fokusjustierung vorgenommen habt und dementsprechend eben das Alte einfach immer nachgeliefert wird, so lange, bis es halt eben grundsätzlich verändert wird. Und das Wichtigste ist, um zu verstehen, um in Fülle lebendig zu sein, ist absolut, vollkommen ein ganzes Ja zum Leben. Mit all seinen Aspekten. Nicht nur zu den schönen Dingen in deinem Leben, zu den freudvollen, die selbstverständlich genährt, gestärkt und im Überfluss da sein sollten, aber ein vollständiges Ja zur Situation und zum Leben, wie es jetzt gerade ist, braucht manchmal einen ganz schönen Krafteinsatz von dir. Das ist manchmal eine sehr große Hürde.
Und das ist wichtig, um überhaupt die Qualität im Sinne der Energieresonanz in dir, aus dir heraus schaffen zu können oder an sie wieder dich anzuschließen, damit du wirklich in den Fluss des Lebens kommst. Und da gehört natürlich auch in der heutigen Zeit Geld und Fülle von Geld dazu. Denn es ist genug davon da, für alle. Der Punkt ist, es geht heute um einen neuen Wert, um die Werte überhaupt. Und die Werte auf lichtvoller Frequenz im authentischen Sein sind der Schlüssel. Deswegen frage dich, wie authentisch, aufrichtig und ehrlich bist du den ganzen Tag über mit dir selbst? Tust du wirklich, was du tun möchtest in so vielen Lebensbereichen des Alltags, wie du dir überhaupt jetzt bewusst machen kannst? Das ist eine Aufgabe, die ich dir gerne mitgeben möchte, dass du dir in nächster Zeit, die nächsten vielleicht 28 Tage, regelmäßig abends ein paar Zeilen notierst, die dir helfen, bewusst zu machen, wie viele Prozente des heutigen Tages du in wirklicher Freude verbracht hast mit den Dingen, die du tust. Und ein paar weitere Zeilen mit den Dingen, die du denkst. Und nochmal ein paar Zeilen über die Dinge, die du fühlst. Tun, denken, fühlen. Was geht da eigentlich gerade so bei dir ab? Wie sieht es diesbezüglich eigentlich gerade so aus? Was ist da gerade so in deiner Welt los? Dir über diese Bereiche wirklich Bewusstheit zu verschaffen, wird dir helfen, einen beständigen Lebensfluss, einen bejahenden Lebensfluss zu generieren, der automatisch Fülle und Überfluss in allen Lebensbereichen mit einschließt. Natürlich auch in finanzieller Ebene, wie eben auch in der Begabung, dein Talent wirklich leben zu können, gesund, vital, freudvoll und so weiter. Geld, unser Thema heute. Wie stehst du zum Geld? Eine gute Frage, über die es sich sicherlich mal über längere Zeiten hinweg nachzudenken lohnt. Was bedeutet für dich Geld? Ebenso. Was bedeutet es, wenn es da ist? Was bedeutet es für dich, wenn es nicht da ist? Und ist dir bewusst, wie viel ihr heutzutage als die Gesellschaft, die ihr seid, zumindest die Konsumgesellschaft, die ihr heute entwickelt habt, wie viel ihr in dieses Wesen, in diese Energiequalität Geld hineininterpretiert und für wie viele Dinge dieses Energiewesen schuldig gesprochen wird und wo es überall investiert wird. Und dass ihr eine gemeinschaftliche Verantwortung dafür habt, diesem Wesen liebevoll zu begegnen, es wieder in den Fluss des Lebens zu bringen und es von dem Missbrauch, den es erlebt, zu erlösen. Nämlich dann, wenn es in Dinge investiert wird, wie zum Beispiel die Rüstungsindustrie, die Kriegsindustrie, ausbeutende Qualitäten von Mitmenschen oder Natur. Das geschieht alles mit Geld. Und es ist kein Wunder, dass es in spirituell erwachenden oder wachen Menschen einen Anteil gibt, der dem Geld gegenüber absolut kritisch eingestellt ist und natürlich auch den neuen Währungen, die dazukommen, den Kryptowährungen, also dem Online-Geld sozusagen simpel übersetzt. Ist alles verständlich. Und für dich herauszufinden, wie du immer mal wieder diesen Energien gegenüber gerade stehst, was für einen Energieflussaustausch du damit gerade erlebst. Ist es Mangel? Ist es in Fülle? Ist es in Angst? Ziehst du es in Zweifel? Was denkst du darüber?
Wenn es ums Thema Geld geht, sind diese Bereiche wirklich wichtig, geliebte Seele. Es ist ein sehr großes Thema, an dem ihr arbeitet in der Gemeinschaft.